Ist das wieder ein weißblauer Himmel heute? Da muss ich irgendwie an Bayern denken. Eigentlich könnte man mal eine bayerische Version der Metal Lounge machen. Aber wo bekommen wir jetzt auf die Schnelle einen bayerischen Gast her? Ja, zum Teufel. Wer ist denn das? Ja, servus. Kommst du etwa aus Bayern? Ja, klar, sieht man doch. Unglaublich, hörst du etwa Heavy Metal? Ja, natürlich. Und bist du nicht der Sänger von Majesty? Unglaublich, du hast ein Majesty-Shirt an, ich bin der Sänger. Hast du Ja, Bock? das ist ja geil. Hast du Bock, mit in die Metal Lounge zu kommen? Mit Ja, zu reden? aber Also hallo, auf, bin hier, sofort dabei. Hier haben wir auch, dann auf geht's. Geil. Bis gleich, Freunde. So, dann komm mit. Sehr geil, echt. Bitteschön. Danke. Ja, unfassbar. Toll aus. Seid ihr gar aus Bayern? Ganz ehrlich, wenn jetzt noch ein paar Leute aus Bayern und kommen würden, wäre doch ganz geil, oder? Servus. Hi. Ich bin der Siffler. Wir haben uns schon mal, glaube ich, irgendwo auf dem Festival in Regensburg kennengelernt, oder? Auf dem Mufi. Geil. Hier? Sehr geil. Hey, du Ada, servus. Sieht man in der Fremde. Das ist schön. Bekannte Gesichter sieht. So, So, Siffler, geht's gut? super geht's. Das war ja ein Zufall, dass ich dich draußen Ja, getroffen habe. Wahnsinn. Einmal bin ich da in der Gegend und dann Ich, treffe ich Majesty. ich hatte gerade voll die weiß-blauen Gedanken und dann stehst du da. Weiß-blau, Ja, unglaublich. das ist doch schön. Darf ich euch was anbieten? Bierchen? Oh ja, gern. Wir haben eiskaltes Distelhäuser da. Sehr lecker. Distelhäuser, Ja. das haben wir gestern auch getrunken. Gut, wunderbar. Bier. habe ich gehört. Wollen wir uns holen? Kann Bier? man trinken. Auch ein Bier? Oder kommt doch einfach mal mit, dann guck mal, vielleicht, ne? Schauen wir heute mal in euren Nehmen wir euch Kühlraum. mal mit. Ja, einen Kühlschrank, oder? Gehen wir mal gucken hier, was gibt's denn Gutes? Ja, ich nehme ein Bier? kühles Blondes. Ja. Okay. Ich habe aber leider keinen. Aber da können wir gleich. Ach stimmt. Total. Ich kenne 100 verschiedene auch ein Bier, Varianten. Dankeschön. Ich kenne 100 verschiedene Varianten, Dank. wie man Bier öffnet. Möchtet ihr einen Becher? Oder geht das? Nee, ich trinke aus der Flasche. Hast du ein Bier? Sehr gut. Wir sind Flaschenkinder. Da ihr uns keinen Maßkrug nicht anbieten könnt. Hatten wir letzte Woche hier. Oh, das wäre. Darf ich die auch öffnen? Kekos ist still, Freunde. Kannst du es wagen? Das ist aber auch richtig schön platziert hier, das Bier. Sehr gerne, ja. Also, sehr zum Wohl. Danke. Prost. Habt einen schönen Zufall. Auf Bayern und auf Heavy Metal. Oh, das Bier darfst du nicht Ja, entstehen. ich merk's gerade. Ja, das sind die klassischen Filmfehler, die wir gerne machen in unseren Videos. Ja, ihr seid ja quasi noch Nee, wir machen die YouTube-Anfänger. YouTube-Newbies, aber wir machen die Fehler absichtlich, damit es authentischer wird. Ja, klar. Authentizität oder wie man das nennt. Wie heißt das? Was heißt das? Authentizität Ja, ja. Hast du mich beleidigt? ist das Wichtigste auf YouTube. Heißt's immer. Ja, du bist ja auch schon lange bei YouTube dabei, oder? Oh Hast du ja. angefangen? Mein Kanal gibt's seit 2007. Oh, unglaublich. Krass, gell? Aber da habe ich noch keine Videos hochgeladen, nur so kleine So Sachen. deine Nacktbildchen. Aber aktiv bin ich jetzt, ja, genau. Nee, das ist mein Zweitkanal. Ja, Mein Zweitkanal auf YouPorn. YouPorn. Ich verwechsel das immer. Ich gehe abends übersehentlich auf YouPorn. Ich will eigentlich gar nicht hin. Und gibt's Zifflein. So, Muss ich mir jetzt Gedanken machen. so, jetzt habe ich keinen Hunger mehr heute Abend. Nee, ja, wie lange mache ich jetzt aktiv? Wahrscheinlich seit 3 Jahren oder so, knapp. Sehr cool. Und ja, am Anfang ein bisschen so bayerisches Kram halt, so ein bisschen mehr so versucht, Sketche zu machen und sowas. Oder was war das erste Video, was ich gemacht habe, war mehr so eine Lehrstunde für Nicht-Bayern, wie man bayerisch richtig spricht. Hat aber nicht so hingehauen. Hast du schon mal einen Hochdeutschkurs gemacht? Oh. Ja, ich kann ja Hochdeutsch. Also, ich versuch's zumindest. Versuch's zumindest. Ich versuche es. Wir verstehen es zumindest. Das ist schon mal was wert, würde ich sagen. Also, wir haben ja das Problem nicht. Ihr versteht ja uns nicht. Wir Ja, euch wir schon. verstehen ja auch, wir sind auch im Süden, aber wir hatten ja letztes Mal bei dem Festival geheißen, auf dem Metal United. Metal United hatten wir unsere norddeutsche Crew dabei. Und da waren teilweise schon mal solche Blicke da. Was sagt er jetzt schon wieder? Ja, das war cool. Aber da war ja auch ein Mich bisschen, beleidigt. da war ja auch ein bisschen Alkohol im Spiel, wie ihr auf dem Vlog von uns gesehen habt. Ihr trinkt Alkohol? Nein, nein, nein. Nur nach den Gigs. Nur nach den Gigs mal einen kleinen Schock. Das mal trinken. Ja, nein, das war schon ganz lustig. Ja, ich habe ja schon mal angerissen, also wenn man viel schwitzt auf der Bühne, ist ja klar, muss man ja den Wasser wieder auffüllen. Ja. Ja. So ein isotonisches Getränk am Ja. besten. Absolut. Ja, russische Glasbläser, die saufen in der Arbeit, die dürfen eine halbe Bier trinken, weil sie so viel schwitzen müssen. Hab ich mir mal sagen Guter lassen. Job.
Also ich weiß, die arbeiten in der Brauerei machen auch, die haben auch so einen, wie heißt das? Nein, Haustrunk. Haustrunk, genau. Ja, man muss ja das Produkt verkosten. Ja, das stimmt. Klar. Ich habe letztes Mal mit jemandem geredet, von einer bekannten Band von mir, da ist die Bassistin, ist irgendwie Chemikerin oder so, die hat einen Ausweis, dass sie so und so viel Promille haben darf, wenn sie heimfährt, weil sie Alkohol verkosten muss. Ist ihr Job? Ist ihr Job? Das ist eine sehr unangenehme Arbeit. Ja. Wo lernt man sowas? Jeden Tag in der Früh aufstehen mit so einem Schädel ist halt auch nicht das Schönste. Stell mir gerade vor, wenn es mal einen neuen Stück hast, Referenzen und dann angeben muss Alkoholiker oder Alkoholverkoster, könnte schwierig werden. Kann trinken. Oder werdet Brody bei einer Metalband, da geht das auch. Ja. Also euren Rowdy kenne ich jetzt mittlerweile schon sehr gut. Ich weiß nur nicht seinen Wie heißt er? Ich weiß es nicht. Ah, nee, den Der Haxi. Haxi. Der war gestern auch da. Der war gestern auch da, ja. Genau. Und den habe ich am Summer Breeze zufällig wieder getroffen, weil er da auch für irgendeine Band irgendwo. Ja, das sieht man überall. Wo Heavy Metal ist, das Haxi auch. Großartig übrigens. Mal auf Festivals reden, hast du eigentlich schon immer das Summer Breeze an den offiziellen Kanal gemacht? Wie kam die auf dich? Nee, ich habe mich 2014, ich war das erste Mal 2014 am Summer Breeze, also das ist ja noch nicht mehr so lange her. Und habe dann, weil ich da ja schon YouTube aktiv war und mir gedacht habe, da machst du jetzt einfach mal ein Review von deinem ersten Summer Breeze. Und habe das dann gemacht und habe mich halt ein bisschen beschwert. Im Rahmen, ich habe mich jetzt nicht so beschwert, weil ich gesagt habe, das könnte man auch besser machen, weil ich weiß es ja nicht besser. Aber die waren dann so begeistert davon, dass mich der Chef kontaktiert hat per E-Mail und dann telefonisch. Und verklagt hat. Und dann, das erste, was er gesagt hat, weil ich habe mich beschwert, weil ich meine Glasflaschen abgeben musste. Okay. Also ich musste meine Oliven umschütten. Und da habe ich mir einfach beschwert drüber, weil ich mir dachte, warum? Ich schmeiß doch meine Oliven nicht rum. Warum nimmst du Oliven mit auf dem Festival? Ja, das ist eine andere Geschichte. Was für ein queerster Drink mit Oliven, was man machen kann? Martini. Mr. Bond. Ja, genau. Wofür brauchen Sie Oliven? Nur zum Schütteln. Wir fragen euch nicht mal danach. Und dann habe ich halt gesagt, unverständlich warum, und er hat mich dann angerufen, oder wir haben dann telefoniert und er hat dann gesagt, das erste, was er gesagt hat, war, also der Grund ist die Bauern. Die Bauern, denen das Feld gehört, die sind halt strikt dagegen, dass der Glas irgendwo gefunden wird, weil das ein Weidefeld ist. Ja, verständlich. Das ist klar. Und das, ja, im gleichen Atemzug hat er halt gefragt, ob ich Bock hätte, für sie Videos zu drehen, und dann habe ich gesagt, ja. Ja, cool, ja. Da ist ein mehr oder weniger cooler Deal dabei rausgesprungen. Jetzt darfst du hast Oliven mitnehmen jetzt wahrscheinlich. Ja, ich darf jetzt meine Oliven mitnehmen, nicht wahr? Nee, wir haben halt da so, das ist so eine kleine Freundschaft dabei entstanden, und das ist cool, das machen wir. Ja, das ist auch ein geiles Festival, haben wir letztes Mal auch, vorletztes Jahr das erste Mal gespielt wird, also richtig Spaß gemacht. Bands wurden so behandelt und hat Spaß gemacht. Ja, als Bandsicht ist schon toll, oder? Bands ist toll, wunderbar, alles hervorragend. 2015 war 2015 war das, genau. Letztes Jahr. Letztes Jahr? Ja, echt? Ja. Da kannten wir uns aber noch nicht. Nee, dann nicht. 2015 war richtig. Ja. Nee, es ist, und durch das, dass ich da dadurch im Endeffekt auf dieses Genre Metal, also Metal war ich ja schon lang, aber in meinen Videos auf YouTube dann draufgekommen bin, hey, das könnte ich eigentlich immer machen. Jetzt gehe ich halt auf Festivals und mache Reviews drüber. Ja, das ist cool. Lass mich halt akkreditieren, und dann komme ich halt umsonst rein. Also deswegen kann ich es mir auch leisten, nach 10 Festivals im Jahr zu gehen. Sonst könnte ich sie, wenn jede Karte 100 € kostet, dann kannst du ausrechnen. Ich muss ja auch arbeiten. Nee, du bist YouTuber und nicht reich dadurch. Nee, sowas gibt's auch, ja, bei uns in Bayern. Es hat sich halt jetzt so geil entwickelt, dass ich sage, ich habe jetzt meine Lieblingsfestivals, wo ich jedes Jahr bereisen möchte, und dann halt die Weiterentwicklung. Weil so Festivals sind ja ständig im Wandel. Nichts Die einfach dann mal nach und nach zu präsentieren, was gibt's Neues, was... Wenn du mal was anderes präsentieren willst, keep it true nächstes Jahr. Hast dich eingeladen? Ist fest drin, bei uns ja, in genau, unserem Terminplan schon mit ein. Das 20. ist schon irgendwie mit dabei. Schon allein, weil Manchester spielt. Ja. Ich gebe dir nachher die 20er so. Ist klar. Sehr cool. Nee, auf das freuen wir uns auf jeden Fall. Ja, worauf wir uns auch freuen, ist, du bist ja im Kurzfilm von uns dabei. Ja, wenn ich das noch sein darf. Ja, kommt jetzt drauf an, ne? Es kommt ganz darauf an, was ihr für einen Film drehen wollt. Ja, auf YouPorn kommt dann eventuell eine andere Version. Die schlüpfrige Version. Das ist ja wie bei Pornos so generell, die werden immer voll aktiv gedreht, mit allen rangezoomt und so im Close-Up und was weiß ich was. Und im Fernsehen oder auf RTL 2 oder wo immer, da kommen sie dann geschnitten. Naja, der Scheiß. Die sind ja noch 3 Minuten lang statt 50. Ja, ja gut, ich brauche jetzt auch nicht mehr. Ich kommentiere das mal nicht. Ich glaube, wir gleichen auch. Es wird schlüpfen. Wir schweifen ab.
Ja, erzähl doch mal, was macht ihr momentan? Wir sind tierisch wieder angespannt, endlich wieder on the road zu gehen und das alles zu präsentieren. Was macht am meisten Spaß, wenn man so dieser Arbeit nachgeht? Das ist immer die Frage, halt beides hat einen Reiz, finde ich. Also im Studio macht auch Spaß, wenn du wirklich kreativ sein kannst, die Songs irgendwie aufnehmen kannst, aber dann, wenn du wieder on the road gehen kannst, dann hast du den direkten Kontakt zu den Fans. Und für uns sind einfach die Fans das Wichtigste. Ich meine, wir machen das für die Fans und wir sind, was ist ja, Metal ist eine Community und lebt von der Community. Und es hat beides einen Reiz, aber live ist irgendwie direkter. Ja, du kriegst halt direktes Feedback. Direkten Kontakt und fast wie auf YouTube, wenn man Kommentare schreibt. wenn man Kommentare schreibt, ja, wir haben zu wenig Kommentare oder wie, du schreibt mal welche. Und wenn es nur erster Kommentare sind. Genau. Deine Brille irritiert mich total. Wo kommst du genau her? Übrigens, Hamburg, glaub ich, ne? weil ich ja aus Bayern ein ganz netter Mensch, wir sind ja ein nettes Völkchen. Ja, ich habe ich Gastgeschenke bin auch gebürtiger dabei. Bayern übrigens. Ich hab Gastgeschenke dabei. Also ich Nein. als Gast habe Geschenk für euch dabei, weil du gerade von den Brillen geredet Oh, hast. vielen Dank. Und ich möchte gern, dass ihr das beim nächsten Kick anzieht. Ich zieh die jetzt schon Aber aus. nur beim Ja, Bayern natürlich. spielen. Ja, Jetzt in Franken würde ich es nicht machen. Ja, könnte schwierig werden, genau. Der ist auch geil. Moment. Wollen Sie schon gleich wieder Puppen mal geschickt? Ach nee, die sind unzerstörbar. Ach, das sieht die Welt ganz anders Ganz aus. weiß. anders aus. Die Welt in weiß-blau. Ich habe gleich wieder eine Challenge bekommen, ich muss Papierchen abbekommen. Mal umfähig. Ich hab schon. Ach, du hast schon. Oh, ich krieg auf einmal total Durst mit so einer Brille auf. Hier. Es gibt die rosarote Brille und es gibt halt auch die weiß-blaue Brille. Und da fühlt man sich gleich wieder. Mit Gewalt geht's. Sehr gut. Da ist auch so ein leichter Schleier außenrum, Es damit ist- man sich betrunken fühlt. Oh, ich bin ganz. Wow, Das Macht entspannt auf jeden Fall. warum bist du jetzt nackt? Oh, du hast die falsche. Wie soll dieser Kurzfilm ausschauen, den ihr geplant habt? Ein richtig cooles wird von einem Song, den wir haben. 10 Minuten hinten eine Geschichte erzählt. Und am Ende wird Der Song selber dauert aber keine 10 Minuten, Nee, oder? der Song dauert 4 oder 5 Minuten, aber die Geschichte vorher, also die Kurzfilmgeschichte dauert 10 Minuten und führt zu dem Song hin. Und es wird eine richtig fette Produktion werden. Wir haben schon wirklich viele Leute, Filmemacher, die mitmachen, Kameraleute, Special Effect Leute, also wird richtig fett werden. Namen werden wir auch bald verraten, wer da alles dabei ist. Wird richtig fett. Ja, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Ich hoffe, dass da. Wenn ich wieder von irgendeinem Festival gebucht werde. Nee, ich glaube, weil der Roland da auch Geld Ja, muss aber wir brauchen auch kaum Statisten und so weiter. Ja. Kann euch sein, dass ihr Bösen spielen muss, wenn wir so Rollenverteilung hören. Das ist wenn meine Rolle schwarz gefärbt, dann mache ich nicht böse. So ein richtig böser Mittler. Naja, Ja, das ein ist Black toll. Metaler. Oh, Wortspiel. Ja, nicht schlecht. Wie seid ihr da auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Einfach. War aber wieder so, ich habe immer Ideen, 3 Uhr morgens irgendwie, wenn ich zu Hause sitze. Du bist ja auch quasi Kopf der Band und mitunter derjenige, der alles Ja, manche schreibt. sagen, ich bin Arsch der Band, aber Kopf der Band bin ich. Aber du schreibst alles. Ich schreibe die Songs genau richtig. Ja. Du sagst ihm auch, was er Schlagzeug Nö, spielen soll. nein, das nicht. Das Also nicht. wir machen, ich habe die Songs im Kopf und dann gehe ich halt zu Viviane hin und so weiter und sage mal, hast du Ideen, was kannst du dazu spielen irgendwie? Okay. Also ich habe halt die Songstruktur kommt von mir, aber der Rest kommt von der Band. Also ich würde jetzt nie irgendwie sagen, Leadgitarrist macht das und das. Das wäre anmaßend von mir, da ich nicht so der schnelle Leadgitarrist bin, jemand zu sagen, der spielen muss. Ja, und klar. jeder in der Band bringt das selber ein. Das ist auch wichtig, weil die Band ist immer eine Einheit, finde ich. Und da darf es keinen Jeder geben. bringt seinen besten Ja, und da darf es Part keinen geben, der rein, den ja. Leuten was befiehlt. Es muss einfach ein homogenes etwas sein, finde ich. Und das ist ganz wichtig. Und ihr kommt ja alle aus verschiedenen Gegenden, außer ihr zwei, ihr kommt von daher. Genau. Ja. Von daher. Ja, genau. Und wie seid ihr dann Wie so als macht- Band zusammengekommen, wenn ihr da von hier seid? Sondern Also von ganz uns aus? früher war die Band ja allgemein nur von hier in den Demo-Zeiten, aber irgendwann kennst du das Übliche, haben die Leute dann Job und so weiter. Und war halt irgendwie die Entscheidung, ob man das professionell machen will oder halt normalen Hobby, ja. Job und Hobby machen will. Und dadurch haben wir quasi. Und Machen quasi Counter rein. und ding, 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 genau. Und wir hatten halt, wo wir die Leute gesucht haben, halt einfach Aufrufe gemacht, auch auf YouTube zum Beispiel und in diversen Musikerbörsen und Leute gefragt. Und es ist ja egal, wo jemand herkommt, wir harmonieren einfach gut zusammen. Weißt du? Und das ist Ja, einfach wie eine macht ihr das dann? Freundschaft. Du schickst ihm dann quasi, was du gemeint hast und zum Beispiel euer Gitarrist, wie heißt der? Emanuel zum Der Beispiel. Emanuel, genau. Ja. Dem schickst du dann und er Also ich mache denkt sich was aus, mach oder? meistens ganz grobes Demo mit ganz basic Schlagzeug, Computer und so weiter und dann schicke ich dann eine ganze Band hin. Und dann haben sie Brainstorming und bringen ihre Ideen ein.
Und dann, in der heutigen Zeit, ICE ist eben überall ein paar Stunden hier, das ist nicht das Problem. Also, dann kommen sie halt her, dann sind wir ein paar Wochen hier eingesperrt und arbeiten die Songs halt zusammen aus. Die Songs, die jetzt aufgenommen worden sind, wie lange existieren die schon? In Ihrem Kopf? Ich schreibe ja kontinuierlich, also eigentlich seitdem das letzte Album aufgenommen worden ist, hat man immer mal Ideen und so weiter. Also ein halbes Jahr bis Jahr sind auf jeden Fall schon alle im Wie viele Lieder hast du verworfen, bevor es aufgenommen worden ist? Wir verwerfen mal sehr viele Tracks. Also, ja, wir haben halt diesen Anspruch, es gibt ja Bands, die sagen, wir wollen 1 oder 2 Hits auf CD haben und der Rest ist irgendwie so ein Mittelmaß. Wir haben halt den Anspruch, wir wollen nur Hits. Das ist aber, wenn man so einen Anspruch an sich hat, das ist doch gut. Ja, kann natürlich sein, dass man merkt ja eigentlich schon, wenn man live spielt, dass der so besser anguckt oder weniger anguckt, aber man darf von vornherein nicht sagen, nur um irgendwie CD voll zu kriegen, machen wir irgendwie mittelmäßige Songs drauf. Da machen wir uns lieber ein halbes Jahr mehr Zeit für irgendwas. Ja, man merkt das aber auch bei Manchester, finde ich. Das ist auch wichtig. Also, dass man, wenn man eine Scheibe anhört, dass du sagst, es ist nicht jedes Lied ein 10er-Lied, sage ich jetzt mal, aber du hast einen sehr guten 8er, 9er Schritt bei jedem Lied und das macht dann mehr Spaß, als wenn ich sage, ich habe eine Scheibe und da sind jetzt mal 2 Hits drauf und der Rest ist irgendwie im Mittelmaß. Ja. Lieber halt die ganze CD rein und höre die geil an und ich fahre da eben 2 Lieder und, aber ich denke, das merkt man bei euch. Ja, ich finde auch Alben sind wichtig, es gibt ja Loading schnell auf einzelne Songs, ich finde immer das Album an sich ist auch wichtig. Also, wer macht die Grafik und das ganze Zeug von euch? Ja gut, also ich mal das nicht. Wir haben immer verschiedene Künstler, ja, die machen, ja, Tarek und ich, je nachdem, wir haben Ideen, wie man irgendwelche Grafiken einbauen könnte, was alles drauf sein soll, geile Ideen und gibt es dann immer verschiedene Künstler und die malen das für uns und eben ja, und dann die Ausarbeitung und so weiter mit Logos und so weiter. Da sind wir ganz gut aufgestellt in unserer Firma, die wir noch nebenbei haben. High Upper Productions. Darf man auch mal sagen, Darf man mal sagen. Ihr habt ein eigenes Tonstudio. Grafik machen wir auch, Und Grafik und Webdesign und sowas und das sollte man schon. Natürlich hat er bestimmt auch da einen Link unten in die Videobeschreibung. Es gibt immer eine schöne Beschreibung. Ja, ich habe ellenlange Beschreibungen bei mir unten drin, genau. die ich aber nur immer Wörter davon austausche. Denn, und ich war ja, bin ja YouTube geschult worden von einem Netzwerk. Ich war bei Mediakraft, eines der größten Netzwerke. Und die haben mich da eingeladen gehabt und ich habe eine Schule gekriegt, im Endeffekt Workshop 2 Tage lang. Und die haben halt zum Beispiel gesagt, das ist ein Ding, das eigentlich keiner weiß, in der Videobeschreibung der erste Satz bis zum ersten Punkt wird in der Suche mit berücksichtigt. Wie oft ist es euch schon passiert, dass ihr vergessen habt, einen Ton einzuschalten? Ehrlich? Ja, das ist schon ein paar Mal passiert. Aber mittlerweile haben wir es ganz gut im Griff. Ja, wir müssen es auch. Zum Glück, ja. Ich check halt immer, ich bin ja so ein Control-Freak, muss immer alles Thema checken, was funktioniert. Und dann machst du es doch. Dann mach ich es doch nicht. Ja, bei mir ist es, bei mir ist ja alles geskriptet. Ich schreibe mir ja alles auf und rede das erstens, weil ich es dann ausdeutschen kann, damit auch andere Leute außerhalb von Bayern meinen Content verstehen. Was sagst du? Was hast du gesagt? Und dann habe ich halt das Skript und bei mir ist es dann teilweise so, ich bin mit dem Skript durch und schaue dann, fuck, Ton nicht eingeschaltet. Nochmal, habe mich schon macht Spaß, teilweise echt, dann war ich da und habe gesagt, das will ich nicht mehr. Wie viel brauchst du ungefähr für eine Minute Video? Wie viel Minute reelle Aufnahmen brauchst du dafür? Oh ja gut, das ist bei mir eigentlich also machst du relativ gut durch? Oder dadurch, dass ich ja geskriptet habe und eigentlich vorher schon mal üben tue bei dem Text, ich lese ihn ja mindestens 2-3 Mal durch, ob der Fluss, den ich da im Kopf gehabt habe, auch funktioniert. Das muss sich ja alles ein bisschen anhören und es muss ja nicht alles monoton sein, sondern das muss ja irgendwie, muss man sich sogar beim Texten Gedanken machen. Und ja, dann dadurch mache ich dann auch nur 2-3 Takes vielleicht. Oh ja. Und wenn der Ton noch an ist, dann optimal. Teilweise bin ich aber dann bei teilweise bin ich aber dann bei Sätzen am Verzweifeln, wo ich wirklich sage, ich will jetzt diesen Satz, der über 4 Zeilen geht, komplett einmal einsprechen, ohne Cut. Dann kann schon sein, dass ich da bis zu 10 Anläufe brauche. Es gibt ja 2 Arten von Menschen. Die einen sagen dann, ja, ich will ein gutes Ergebnis haben, ich mache es so oft und haben auch Geduld dafür. Und dann gibt es die anderen, die regen sich auf. Kennst du den Computerspiel? Der einen, der muss über eine Hürde drüber springen und macht das stundenlang, bis er es halt schafft und freut sich dann. Andere Leute, wie ich zum Beispiel, nach 3 Mal nicht über die Hürde schaffen, könnte man vor Wut den Controller in die Ecke schmeißen. Ja, das kenne ich. Kennst du das?
Da, wo wir gerade beim Zocken sind, Ja. ich habe 4 Gameboys kaputt gemacht. Oh, Frau Hut. Genau. Und weißt du wie? Der kürzeste Weg der Zerstörung, wenn du so in der Hand hast. Ja, das ist die Stirn. Kennst du das Problem? Hast du das Nee, auch? ich bin sehr kontrolliert. Ne, das ist echt der kürzeste Weg der Zerstörung. Bam und Display kaputt. Ach, nächstes Mal hat's ja. Nee, das ist echt. Da kenne ich voll viele. Es gibt entweder die schmeißen den dann in Ecken oder. Dann haben Geduld und machen stundenlang. Ach, ich schaff das schon, ich schaff das schon. Ja, aber der Gameboy hatte ja keine Schuld an deinem Nicht-Können. Ich weiß. Doch, nur der Gameboy hat mich Der schuld. Gameboy hat mir. Der hat auf dich abgesehen. Genau. Ja. Der hat mich in der Weiterentwicklung meiner Skills Ja. hat mir der im Weg gestanden. So, dann würde ich sagen, wollen wir mal was essen gehen mal? Können wir, wenn wir alle schon langsam Hunger haben. Oder willst du der Community noch was zum Abschluss sagen? Abonniert Dark Siffler, abonniert diesen YouTube-Channel und hunderte von weiteren Metal-Kanälen gibt es ja. Metal-Leute. Metal-Leute, servus. Wenn ihr Bock habt, eine CD aufzunehmen, dann kommt es zu dem Tonstudio von Majesty. Oder Majesty, oder wie spielt man? Das kann man schon. Das geht schon. Nochmal Gruß an Psycho übrigens. Ja, und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück mit dieser Launch. Ich finde es cool, dass es sowas endlich gibt. Ich meine, ich habe es ja auch schon mal versucht, nur zu mir will keiner kommen. Ach, wir kommen gerne mal zu dir. Ja, du musst die Gerne. Leute einladen. Du musst die Leute auch Ich lade euch natürlich auch herzlich in meine Launch Sehr ein. gut, Das sehr ist zwar gut. keine Launch, sondern eher ein Proberaum. Aber da könnt ihr dann alle, wenn ihr alle geschlossen kommen würdet. Ja, wenn man bei euch in der Gegend spielen kann, komm mal vorbei. Ja, Gut, Ja. Freunde, da würde ich sagen, das war's. wir gehen speisen. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Und danke dir. Freue Ich finde mich. es cool, euch kennengelernt Das zu haben. war mal eine Bavarian Edition, die richtig Spaß gemacht hat. Und dann würde ich nochmal Prost sagen. Also, Prost nochmal an. Ganz einfach ein bayerisches Tschüss. Servus, Wollte ich jetzt sagen. Servus. Für Grüß euch. This is the Metal Lounge.